In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man Orks schnell und einfach bemalen kann. Genauer gesagt die Moorpirscher Orks von Games Workshop, die beispielsweise in den Age of Sigmar Starterboxen und in den Warhammer Age of Sigmar Stormbringer Sammelheften enthalten sind. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Dieses Tutorial ist speziell für Tabletop-Einsteiger und all diejenigen gedacht, die bislang erst wenige Miniaturen bemalt haben. Aber auch für fortgeschrittene Maler sind einige Tipps und Techniken dabei, so dass sich jeder von euch die Infos mitnehmen kann, die den eigenen Skills und Vorlieben entsprechen. Fangen wir mit der Grundierung an. Ich habe meinen Ork zunächst schwarz grundiert und dafür eine Spraydose verwendet. Nach dem Trocknen setze ich nun mit einem weißen Spray sogenannte zenitale Highlights. Das bedeutet, dass man nur noch direkt von oben und leicht von den Seiten aufs Modell sprüht, um lediglich die Flächen hell einzufärben, die vom Sonnenlicht angestrahlt werden. Alternativ könnte man das schwarze Modell auch mit weiß trocken bürsten. Ausführliches und jede Menge Tipps zum Grundieren habe ich euch oben verlinkt. Weiter geht's mit den Grundfarben. Ich verwende nachfolgend eine Vielzahl an Farben, was jedoch einen bestimmten Grund hat. Ich möchte nämlich in den Wochen nach diesem Video noch viele weitere Orks bzw. Uruks mit genau denselben Farbtönen bemalen. Wer jedoch nur eine oder eine Handvoll Modelle vor sich hat, kann sich die nötigen Farben ganz einfach anmischen. Beginnt jeweils mit einem dunklen Farbton und hält diesen dann mit einer helleren Farbe nach und nach auf. Los geht's mit einem dunkelgrün für die Orkhaut. Gebt zunächst etwas Farbe auf eine Palette wie einen Plastikdeckel oder noch besser auf eine Nasspalette. Verdünnt die Farbe dann gegebenenfalls mit ein wenig Wasser, bis sie angenehm dünnflüssig, aber immer noch gut deckend ist. Und hier bereits ein kleiner Tipp, um erste Highlights zu erzeugen. Nehmt mit der Pinselspitze etwas helleres Grün auf und malt diesen Farbton direkt ins nasse Dunkelgrün. Und zwar nur auf den erhöhten Stellen, um so einen plastischen Effekt zu erzeugen. Dieses Nass-in-Nass-Malen bzw. Wet Blending muss übrigens nicht allzu präzise und akkurat sein, denn es folgt später ja noch ein Wash. Weiter geht's aber erstmal mit einem Dunkelrot auf dem Schild, in das ihr ganz nach Geschmack noch etwas helleres Rot nass in nass hineintupfen könnt. Solche organischen Oberflächen sind übrigens ideal, um Wet Blending auszuprobieren. Es folgt ein dunkler Braunton fürs Leder. Wer hier ebenfalls Wet Blending einsetzen möchte, nimmt dafür zum Beispiel einen Sandton und malt damit dünne Striche. Das gibt dem Leder eine Art Textur und wie gesagt, das kann gerne grob und ungleichmäßig ausschauen. Bemalt dann die verbleibenden Kleinteile mit verschiedenen Farben, zum Beispiel diese Fransen und Bandagen mit einem Sandton. Für den Speer und die Innenseite vom Schild nehmt ihr hingegen ein Holzbraun. Mit einer Metallfarbe werden danach die Speerspitzen bzw. Klingen sowie die Nieten am Modell bemalt. Für den Schädel kommt eine Knochenfarbe zum Einsatz. All diese Grundfarben müsst ihr übrigens nicht hundertprozentig sauber auftragen, denn kleine Malfehler oder eine durchscheinende Grundierung werden im nächsten Schritt verdeckt. Und zwar mit einem braunen Wash, wie zum Beispiel Argax Earthshade von Games Workshop. Tragt euren Wash dünn auf dem gesamten Modell auf, am besten von oben nach unten entlang. Und schaut dabei, dass sich der Wash nicht in den Vertiefungen sammelt und keine Pfützen bildet. Denn der Wash soll nur für Schatten und nicht für hässliche Flecken sorgen. Nach dem Trocknen werden Highlights per Trockenbürsten erzeugt. Nehmt dafür am besten weiche Pinsel mit dünnen Borsten, zum Beispiel Schminkpinsel, spezielle Drybrush-Pinsel oder breite Flachpinsel. Das Rot hält ihr beispielsweise mit einem Orange auf, die grüne Haut mit einem hellgrün, das Leder mit einem hellen Sandbraun, bevor ihr dann die Metallteile ganz vorsichtig mit eurem bisherigen Metallton oder einem helleren trocken bürstet. Wichtig dabei ist, dass ihr jeweils nur ganz wenig Farbe auf dem Pinsel habt, um kontrolliert bürsten zu können. Außerdem empfiehlt es sich, die Farbe auf einem rauen Untergrund und nicht auf einem Küchentuch herauszureiben. So bleibt der Pinsel ein wenig feuchter und der Trockenbürsteffekt sieht weniger staubig aus. Danach könnt ihr ganz nach Belieben nochmal einzelne Metallteile nachmalen und mit einem braunen oder schwarzen Wash schattieren. Um jetzt noch einige farbige Akzente zu ergänzen und damit für Abwechslung zu sorgen, bieten sich Glazes bzw. Lasuren an.
Das sind im Prinzip stark verdünnte Farben, die nur einen leichten Farbschleier erzeugen. Wer keine fertig angemischten Glazes hat, verdünnt am besten Contrast Colors, Speed Paints, Express Colors oder ganz normale Tinte mit Wasser. Normale Acrylfarben gehen zur Not aber auch. Tragt beispielsweise etwas Violett auf dem dunklen Teil des Rots und in den Schattenbereichen der Haut auf. Und ein wenig Grün in den Falten des Leders. Die Narben lassen sich hingegen mit einem roten Glaze betonen. Und nicht vergessen, diese Farbschleier sollen wirklich dezent und nur auf den zweiten Blick zu sehen sein. Kümmert euch zum Abschluss gerne noch um die Augen auf dem Schild. Zunächst mit etwas Orange und danach mit einem gelben Punkt in der Mitte. Wem das dann eventuell zu knallig ist, kann die Augen mit einem roten Glaze auch wieder sachte abdunkeln. Den Abschluss bildet ein kleiner schwarzer Punkt in der Augenmitte, während ich in die Augen der Orks bzw. in die Helmschlitze nur etwas schwarzen Wash gebe. Und damit wäre dieser Ork bzw. Uruk auch schon spielbereit. Wenn ihr nach weiteren einsteigerfreundlichen Bemaltipps sucht, schaut euch gerne die oben verlinkten Videos an, deren Links ihr auch nochmal in der Videobeschreibung findet. Viel Spaß beim Bemalen eurer Grünhäute und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!